ich das als Pastor so sagen? Hi Leute, vielen Dank erstmal, dass ihr das erste Video wirklich so zahlreich angeschaut habt, geliked und auch geteilt habt. Danke auch für das Feedback, was ich bekommen habe und möchte das auch gleich aufgreifen. Einer hatte nämlich gesagt, Damien, ich bin kein Pastor und kann nicht die ganze Zeit Serien schauen und werde dafür auch noch bezahlt. Augen auf bei der Berufswahl. Kannst du nicht mehrere Videos zu einer Serie machen? Ja, diesen Gedanken will ich aufgreifen und werde jetzt in Zukunft immer 2 Videos zu einer Serie machen, damit ihr auch genug Zeit habt, die Serie zu schauen und nicht alles auf einmal euch reinziehen müsst. So, und jetzt geht's los mit dem ersten Video zu der neuen Serie, die ich mir ohne euer Voting wahrscheinlich gar nicht angeschaut habe. Ich bin total begeistert von der Serie, hoffe ihr könnt meine Begeisterung teilen und seid gespannt, was die Serie mit Jesus zu tun hat. Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Wenn die eigene Mutter Sexualtherapeutin ist und man beschließt, mit diesem Wissen an der eigenen Schule Geld zu verdienen, indem man eine geheime Sexualtherapiepraxis einrichtet, dann geht es um die erste Staffel von Sex Education. Die Leute hier an der Schule brauchen deine Hilfe und wir brauchen ihr Geld. Ich kümmere mich ums Geschäftliche und du um die Therapie. Therapie? Ja, Sextherapie, wie deine Mom. Sextherapeut? Das kann super werden. Du wirst irre beliebt sein. Schauen wir uns diese Serie mal genauer an. Es ist wirklich eine Serie, die ihrem Namen Ehre macht. Education. Sie bildet zum Thema Sex. Man lernt zum Beispiel, wie man den ersten Koitus auch anders umschreiben kann. Die Frucht pflücken, die Defloration der Maid, das Fass anstechen. Es ist wirklich eine mega witzige Serie mit Tiefgang, die verschiedene Themen aufgreift. Mobbing in der Schule, Homosexualität, die eigene sexuelle Entwicklung, die Bindung der Eltern, Alleinerziehende, Leistungsdruck, sexuelle Entwicklung, Familiensituationen. Es ist eine tolle Serie, die Aufklärung schafft, das auf lockere Art und Weise rüberbringt und zum einen eben nicht prüde, aber auch nicht übertrieben offen wie American Pie. Und die Serie will wirklich ein Plädoyer sein für offene Kommunikation. Schauen wir jetzt mal, was diese Serie mit Jesus zu tun hat. Ob ihr es glaubt oder nicht, in dieser Serie finden wir immer wieder Antwort auf die Frage, wie soll ich als Christ richtig leben? Oder anders ausgedrückt, what would Jesus do? Otis, die sympathische Hauptfigur, ist immer wieder ein Beispiel dafür, wie Jesus wahrscheinlich in manchen schwierigen Situationen gehandelt hätte. Und deshalb wahrscheinlich auch die Ähnlichkeit im Namen. Otis, Jesus, Jesus, Otis, Otis, Jesus. In Folge 1, Achtung Spoiler, trifft Otis auf Adam, den Sohn des Schuldirektors, in einer alten Toilette. Und Adam hat ein Problem, besser gesagt ein Performance-Problem. Er spürt hohen Leistungsdruck, sowohl in der Schule, weil er der Sohn des Direktors ist, als auch im Bett. Als Otis dann in diesem Toilettengespräch erkennt, was das Problem bei Adam ist, sagt er folgendes: Lass dich nicht von anderen bestimmen. Es sollte dir völlig egal sein, was andere in der Schule über dich denken. Du bist, wer du bist. Und was Otis hier macht, ist genial. Er sagt dem Adam das, was er jetzt in dieser Situation braucht. Und das ist auch unsere Aufgabe als Christen. Wenn wir Jesus nachfolgen, mit Jesus unterwegs sind, dann wollen wir so handeln und so sein wie Jesus. Und Jesus hat uns aufgerufen, die gute Nachricht zu verkünden. Die Bibel nennt das Evangelium. Und dieses Evangelium, diese frohe Botschaft hat mehrere Aspekte. Der erste Teil dieser frohen Botschaft und der wichtigste, würde ich sagen, ist: Gott liebt dich, weil er dich wunderbar gemacht hat. Und weil Gott dich liebt, bist du wertvoll. Er liebt dich bedingungslos. Die zweite Botschaft ist: Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich, dein Gott, bin da. Und die dritte Botschaft ist, dafür steht auch Ostern: Habt Hoffnung. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Es kann sich alles verändern. Was Otis hier macht, ohne es zu wissen, er spricht Adam diesen ersten Teil der frohen Botschaft zu. Denn die Geschichten mit Jesus sind voll davon, dass Gott uns liebt, ohne dass wir uns das erarbeiten können. Wir können dafür nichts leisten. Und das gilt für jeden Menschen. Das gilt für den Schwaben, wie für den Badener, wie für den Hessen, wobei die Hessen hat er besonders lieb. Das gilt für den Chinesen, wie für den Amerikaner. Das gilt für den Armen, wie für den Reichen. Das gilt für Homosexuelle, Transgender, Heterosexuelle. Es gilt für alle Menschen. Alle sind von Gott bedingungslos geliebt, so wie sie sind. Und der Unterschied zu allen anderen Religionen ist, dass wir diese Liebe
die Anerkennung Gottes nicht erarbeiten können. Wir können noch so viel beten, noch so viel machen, noch so viel gute Taten tun. Gottes Liebe ist unerschütterlich und bleibt so, wie sie ist für uns. Er liebt uns voll und ganz. Wir können nichts dafür leisten. Und wie Otis in dieser Serie immer wieder diese Botschaft, diese frohe Botschaft weitergibt, finde ich richtig genial. Und da können wir wirklich einiges lernen, was es heißt, Christ in dieser Welt zu sein. Menschen mit dieser Liebe Gottes zu begegnen. Mit Jesus unterwegs zu sein, an Jesus zu glauben, hat für mich 2 Aspekte, die ich heute aus dieser Serie mitnehmen will. Der erste ist, Gott liebt dich bedingungslos, du kannst dafür nichts tun. Der zweite ist, das gilt für alle Menschen, gib diese Liebe weiter. Mit Worten und Taten. Mache anderen ein Geschenk, umarme sie mal, wenn sie es brauchen und es wieder erlaubt ist. Sei für Menschen da. Schenk ihnen deine Zeit. Also, ich will euch einladen, guckt die Serie, lernt von Otis, wie Jesus wahrscheinlich in vielen Situationen gehandelt hat. Und vergesst dabei nicht, du bist geliebt, so wie du bist. Du kannst dafür nichts tun. Und deswegen kann es dir auch egal sein, was andere über dich denken. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Like es, teile es gerne, gib Kommentare ab, schreib mir ein Feedback, ich freue mich drüber. Und eins noch zum Schluss. Ich habe eine Wette am Laufen und wenn dieses Video innerhalb einer Woche über 2000 Klicks bekommt, dann werde ich eine extra Folge zu Partybruder machen und so könnt ihr mich richtig ins Schwitzen bringen. Also viel Erfolg und ich hoffe bis zum nächsten Mal.